Jede einzelne Antwort in eurer Google-Umfrage landet auf Servern in den USA. Für viele Projekte, besonders im akademischen oder geschäftlichen Umfeld, ist das ein klares No-Go. Aber was ist die Alternative? Ich zeige euch, wie ihr dieses Problem löst. Wir installieren Hayform, eine Open-Source-Plattform mit Docker auf eurem eigenen Server. Ich zeige euch, wie ihr alles konfiguriert, damit ihr am Ende eine datenschutzkonforme und voll funktionsfähige Umfragelösung habt. Das Problem ist also klar. Ihr braucht eine Umfrage, aber die Daten müssen auf eurem Server bleiben. Die Lösung ist eine eigene Hayform-Instanz. Als erstes benötigen wir einen Server. In diesem Video nutze ich wieder Hetzner. Das heißt, ich besuche die Seite von Hetzner und drücke hier auf Login und meine Konsole. Ich logge mich ein. Falls ihr noch kein Konto erstellt habt, findet ihr in der Beschreibung einen Affiliate-Link, mit dem ihr ein 20 € Startguthaben erhaltet. Ich erstelle hier einen neuen Server und wähle aus, dass er sich in Deutschland befinden soll. Ich möchte Ubuntu 24.04 nutzen. Mir reicht hier ein kleiner Server, der CX22. Ich möchte eine öffentliche IPv4-Adresse haben. Das lasse ich alles leer. Und hier sehe ich die Cloud Init-Konfiguration. Die möchte ich ausfüllen, um das Setup zu beschleunigen. Ich gehe auf deploy.de und hier zum Hetzner Cloud Init Generator. Hier wähle ich aus, dass ich einen Benutzer haben möchte, der deployen heißt. Und ich brauche einen SSH Public Key. Wie ich einen erstelle, zeige ich in meinem anderen Video, das ihr euch auch angucken solltet, falls es euer erster Server ist. Ich kopiere meinen Public Key und füge ihn hier ein. Und ich möchte auch, dass mir automatisch Docker installiert wird. Und zwar Docker auf Ubuntu. Den Rest lasse ich so, wie er ist. Das brauche ich alles nicht. Und kopiere mir hier diesen Code. Gehe zurück zu der Hetzner-Konsole, füge den Code hier ein und drücke auf kostenpflichtig erstellen. Jetzt wurde mir ein Server erstellt mit einer neuen öffentlichen IP-Adresse. Falls ich eine Domain habe, sollte ich jetzt dafür sorgen, dass die Domain auf diesen Server zeigt. Manchmal muss ich ein paar Minuten warten, bis der Server wirklich online ist. Ich öffne jetzt jedenfalls ein Terminal und im Terminal versuche ich eine Verbindung herzustellen, indem ich eingebe SSH deployen at IP-Adresse des Servers. Und jetzt wird mir hier der Fingerprint des Servers angezeigt und ich bestätige das Ganze mit Yes. Hier kriege ich die Meldung, das System wird gerade neu gestartet, deshalb kann ich mich nicht anmelden. Das heißt, ich muss hier warten, bis der Server neu gestartet ist. Ich versuche es jetzt noch einmal und diesmal hat die Verbindung geklappt. Was ich hier eingeben kann, ist Docker Version und ich sehe, ich habe Docker in der Version 28.3.3 installiert. Das heißt, das muss ich jetzt nicht nachholen. Falls ich irgendwo anders einen Server bestelle und noch kein Docker installiert ist, müsst ihr an dieser Stelle jetzt Docker manuell installieren. Bei hayform.net sehe ich die Seite von Hayform. Und was ich hier mache, ist zu GitHub zu wechseln. Hier sehe ich den Source Code von Hayform. Ich sehe hier der letzte Release, Version 0.1.0 war am 17. Februar. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich aber gerade, dass eine neue Beta-Version released wurde. Eine neue Alpha-Version. Und hier sehe ich den Link zu den Self-Hosting Installation Instructions. Da drücke ich drauf und ich lande auf docs.hayform.net/opensource/self-hosting. Und hier steht beschrieben, wie man das Ganze selbst hosten kann. Uns interessiert die Methode mit der Docker Compose YAML. Das heißt, ich scrolle hier runter zur Deploy to a Public Server. Und was ich auf meinem Server mache, ist, mir erstmal einen Ordner zu erstellen. Ich nenne ihn Hayform. Und ich wechsle in den Ordner Hayform. Und hier an dieser Stelle erstelle ich eine compose.yaml. Jetzt kopiere ich mir hier den Code und füge ihn hier ein.
Und jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich irgendwas an diesem Setup wechseln möchte. Hier sehen wir die 3 Dienste. Hayform für die Anwendung, MongoDB für die Datenbank und KeyDB für das Caching. Bei Mongo und KeyDB müsst ihr eigentlich nichts ändern. Was wir machen könnten, wäre hier aus den Docker Volumes Bind Mounts zu machen, also dass wir den Ordner MongoDB Data und KeyDB erstellen. Das können wir aber auch sein lassen, damit Docker das Ganze für uns handelt. Ich ändere den Pfad mal zu ./db und den hier zu ./KeyDB. Jetzt habe ich Bind Mounts, das heißt, ich kann diesen Block mit den Volumes löschen. Und hier habe ich noch den Ordner Assets. Dort werden die Images anscheinend gespeichert. Und hier habe ich die Hayform Community Edition Latest. Und ich kann jetzt mal gucken, unter GitHub sehe ich, es gibt keine Packages. Das heißt, ich muss zu Docker Hub und in Docker Hub suche ich nach Hayform und ich sehe hier Hayform/Community-Edition und hier sehe ich auch die Tags, die mir zur Verfügung stehen. Und momentan ist Latest das gleiche wie Version 0.1.0. Ich will mal hier aus 0.1.0, kopiere mir mal diesen Tag und füge ihn auch hier ein. So stelle ich sicher, dass ich eine ganz bestimmte Version von Hayform nutze und dass ich nicht aus Versehen auf eine höhere Version update und dann meine Anwendung nicht mehr funktioniert, weil man irgendwas an der Konfiguration ändern musste. Ansonsten ist hier die kritische Variable app-homepage-url. Das muss ich anpassen. Entweder ich habe einen Reverse Proxy und eine Domain, die auf diesen Service zeigt, oder ich nutze halt hier die IP-Adresse meines Servers. Also gebe ich hier die IP-Adresse des Servers an und auch noch den Port 9513. Als nächstes habe ich hier die Session Key und die Form Encryption Key. Die kann ich auch ändern. Sie verschlüsseln die Sitzung und die Formulardaten. Also müssen wir hier eigene zufällige Zeichenketten eintragen. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel auch bei deployen.de zum Passwortgenerator zu gehen und euch hier zufällige Zeichenfolgen zu generieren. Was ihr aber auch machen könnt, ist auf dem Server, ich speichere mal die Datei ab mit STRG X, Y und Enter. Hier kann ich auch sowas eingeben wie OpenSSL rand -base 64 und dann eine Länge von 32. Und das mache ich nochmal. Jetzt habe ich 2 Zeichenfolgen, die ich mir beide kopiere. Und jetzt öffne ich nochmal die Compose.yaml und wechsle hier in den Key 1 und füge das hier ein. Und bei Key 2 füge ich den anderen Key ein. Jetzt habe ich meine Encryption Keys eingefügt. Die MongoDB URL lasse ich so, wie sie ist. Das lasse ich auch alles so. Ich glaube, die Einstellung ist fertig. Ich speichere die Datei nochmal ab mit STRG X, Y, Enter. Und jetzt erstelle ich die Ordner Assets. Ich erstelle auch DB und KeyDB. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe ls-l, dann sehe ich, ich habe hier die Compose.yaml und die 3 Ordner, die ich gerade erstellt habe. Was ich jetzt machen kann, ist auszuführen sudo docker compose up-d. Hier kriege ich den Fehler, dass das Manifest eqalpha/keydb633 nicht gefunden wurde. Ich öffne nochmal die Compose.yaml und gucke mir das mal an. Hier, das ist irgendwie merkwürdig, weil ich habe das ja von hier kopiert. eqalpha/keydb633 ist nicht verfügbar. Was ich jetzt hier mache, ist auch bei Docker Hub danach zu suchen. Ich gebe einfach ein eqalpha und dann KeyDB. Und hier sehe ich unter den Tags, welche Tags mir zur Verfügung stehen.
Und was ich hier mache, ist einmal einzugeben 6.3.3 und ich sehe, es gibt nicht 6.3.3 ohne alles, sondern ich muss hier manuell eingeben, ob ich eine x86-64 Version haben möchte, die Alpine-x86-64 oder ARM64. Hier habe ich einen x86 Server, das heißt, ich nehme den hier, kopiere mir hier diesen Tag und ich gehe hier hin, füge das Ganze ein. Jetzt habe ich die 6.3.3 doppelt und jetzt speichere ich die Datei wieder ab, speichere das und führe wieder aus sudo docker compose up-d. Diesmal werden die Images alle heruntergeladen und dieser Vorgang kann hier ein bisschen dauern. Nach knapp 2 Minuten starten dann die Container. Ich kann hier jetzt ausführen docker compose logs, um zu gucken, ob irgendwas ungewöhnlich ist. Hier sehe ich die ganzen Logs der Container. Also falls irgendwas nicht klappen sollte, sollte ich definitiv hier nochmal gucken. Was ich auch ausführen kann, ist sudo docker compose stats. Damit sehe ich die laufenden Container und ihre Auslastung. Das heißt also, ich sehe hier, der Hayform-Container verbraucht 220 MB RAM und der dritte Container ist gerade abgestürzt. Also wo ist der MongoDB-Container? Ich verlasse die Ansicht nochmal mit STRG C und gebe ein docker compose logs. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier irgendwas steht, was hier ein Problem ist. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich gebe nochmal ein logs mongo-f. Jetzt verfolge ich die Logs auch. Aber was ich jetzt mal einmal versuche, ist zu der IP-Adresse des Servers zu gehen und zu dem Port 9513. Und ich sehe hier, dass ich die Seite nicht ausführen kann. Ich drücke hier nochmal STRG C und nochmal. Ich gebe hier ein sudo docker compose down, um die Container wieder zu stoppen. Und jetzt gucke ich nochmal unter Nano, was mit meinem MongoDB-Container nicht stimmt. Hier wird Percona Server MongoDB benutzt. Ich gehe mal zu Docker Hub und suche danach Percona Server MongoDB. Hier sehe ich die Tags, die mir zur Verfügung stehen. Inzwischen ist es hier bei Version 8.0 angekommen, statt 4.4. Was ich hier machen könnte, ist versuchen, das Ganze auf 8.0 hochzustufen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob dieser Container damit kompatibel ist oder ich irgendwas anderes ändern müsste dafür. Ansonsten gibt es hier auch noch 6.0 und 7.0. Naja, ich versuche jetzt mal 8.0. Ich speichere die Datei ab und führe aus sudo docker compose up-d. Und jetzt werden die Images heruntergeladen und hoffentlich wird der Container gleich ohne Fehler gestartet. Aber ich gucke hier nochmal im Overview, ob hier irgendwas Besonderes steht. Jetzt versuche ich nochmal in die Logs reinzugucken und ich sehe hier das gleiche Problem. Hier sehe ich Message Error Creating Journal Directory. DataDB Journal Error Create Directory Permission Denied. Also das Problem ist wohl anscheinend, ich stoppe das Ganze nochmal. Das Problem ist, dass der Container nicht in der Lage ist, in den DB-Ordner zu schreiben, wobei ich nicht weiß, warum das der Fall ist. Was ich jetzt aber mache, ist einzugeben rm-rf db. Damit habe ich jetzt den Ordner gelöscht. Ich habe jetzt nur noch keydb, assets und die compose.yaml. Und was ich jetzt stattdessen mache, ist jetzt nochmal in die compose.yaml zu gehen und ich möchte hier ein named volume benutzen. Das heißt, ich lösche hier jetzt den Punkt und den Slash und gebe ein mongo-db als named volume. Was ich dann auch noch machen muss, ist die Volumes zu definieren. Ich möchte aber das Volume verschieben. Das heißt, hier gebe ich ein Volumes mongo-db und dann sage ich Driver Options Type Doppelpunkt None O Doppelpunkt Bind und Device
soll sein home deployen heyform db. Das speichere ich jetzt ab und versuche das Ganze nochmal zu starten. Jetzt kriege ich einen Fehler, und zwar erstelle ich hier noch einmal den Ordner db und jetzt starte ich das Ganze nochmal. Diesmal wurde es gestartet und jetzt gucke ich mir wieder die Logs an und diesmal sehe ich Waiting for the Index Build to Complete und dann sehe ich Client Metadata, also zumindest sehe ich momentan keinen Fehler. Das heißt, jetzt versuche ich endlich die IP-Adresse meines Servers zu erreichen mit dem Port 9513 und hier sehe ich Welcome Back, Log into your account or create an account und ich drücke hier auf Create an Account und hier kann ich dann einen Namen eingeben und eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und jetzt kann ich hier einen Workspace Name eingeben, den nenne ich mal auch Deployen und drücke auf Create. Und jetzt habe ich hier einen Workspace eingerichtet. Ich drücke hier auf meinen Benutzernamen, drücke auf Account Settings. Ich sehe hier meine Account Settings, alles scheint okay zu sein. Ich drücke mal hier auf Logout. Und hier könnte ich jetzt wieder drücken, Create an Account und mir einen neuen Account erstellen. Das möchte ich aber nicht. Deshalb gucke ich hier nochmal unter den Features oder den Integrations oder doch den Features oder Open Source. Hier unter Open Source sehe ich die Environment Variables, die mir zur Verfügung stehen, die irgendwie leicht abgeschnitten sind. Und was ich hier machen kann, ist App Disable Registration einzugeben. Und das mache ich mal. Ich stoppe hier den Log mit Steuerung C, gehe in die compose.yaml rein und hier unter Environment füge ich eine weitere Umgebungsvariable hinzu. Und zwar die Umgebungsvariable app unterstrich disable unterstrich registration Doppelpunkt und dann gebe ich hier ein true. Jetzt speichere ich die Datei ab. Jetzt gebe ich nochmal ein sudo docker compose down und nachdem es gestoppt ist, sudo docker compose up -d. Jetzt werden die Container wieder gestartet. Ich lade hier diese Seite nochmal neu und ich bin wieder hier, aber diesmal gibt es keine Möglichkeit mehr, sich neu zu registrieren. Ich versuche mich anzumelden und ich bin wieder angemeldet. Das heißt, ich könnte hier natürlich auch noch weitere Umgebungsvariablen hinzufügen, die wahrscheinlich relevant sind, wären sowas wie SMTP-Daten, damit Heyform auch E-Mails versenden kann. Jetzt habe ich hier mein Projekt erstellt. Ich kann jetzt hier auf Create drücken und meine Umfrage erstellen. Ich erstelle die Umfrage Test und hier kann ich dann auf der linken Seite sehen, was für Fragen in meiner Umfrage vorhanden sind. Ich kann weitere Fragen hinzufügen. Das heißt, ich habe hier Multiple-Choice-Fragen, ich habe hier Short-Text-Fragen, ich habe Picture-Choice-Fragen, Ratings, ich kann einen Welcome-Screen erstellen, ich kann nach Ländern fragen, ich kann nach einem Datum fragen. Das heißt, es ist insbesondere dann praktisch, wenn man das irgendwie auf eine Homepage oder sowas einbindet. Ich kann jetzt hier eine Multiple-Choice-Frage erstellen und sagen A, B, D oder andere. Dann hat der Nutzer die Möglichkeit, hier auch selbst frei was einzutragen, wenn er möchte. Man kann ein Bild zu einer Frage hinzufügen. Man kann sagen, dass diese Frage required ist, also dass man sie ausfüllen muss. Hier kann ich auch das Design ändern. Ich kann hier andere Farben vergeben. Zum Beispiel kann ich das so aussehen lassen oder so hier. Also man kann das Ganze natürlich noch weiter customisieren und hier auch Custom CSS einfügen. Das heißt, hier sieht man auch, wie man das Ganze dann auch noch verändern kann. Nachdem ich hier fertig bin mit der Frage, in der Logik kann ich sagen, hier kann ich eine Regel hinzufügen und wenn in der ersten Frage reingeschrieben wird, Hallo, dann wird die zweite Frage übersprungen
und man landet gleich im Thank you. Ich speichere mal die Einstellungen. Man kann hier auch Variablen hinzufügen, womit man die Logik noch weiter manipulieren kann. Jetzt drücke ich mal auf Publish und jetzt habe ich hier einen Link, den ich kopieren kann. Und jetzt, ohne dass ich mich anmelde, öffne ich ein privates Fenster und gebe diese Adresse ein und ich lande in der Umfrage. Und wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, ASDF, dann kommt die Frage 2, die ich beantworten kann. Ich wähle jetzt hier aus B und sage einreichen. Dann steht hier Danke sehr und ich bin mit der Umfrage fertig. Jetzt lade ich die Umfrage nochmal neu und hier gebe ich jetzt ein Hallo und sage Nächste. Dann erscheint hier der Button Einreichen. Die Frage 2 wird mir nicht mehr gestellt. Und wenn ich jetzt hier gucke in den Analytics, sehe ich, dass es 2 Submissions gab und ich sehe hier, was genau übertragen wurde und ich sehe hier, in jedem Fall wurde B ausgewählt, aber es gab nur eine Antwort und hier bei der ersten Frage gab es 2 Antworten und hier sehe ich alle meine Submissions und kann das Ganze auch als CSV-Datei herunterladen. In den Settings kann ich noch weitere Sachen festlegen, also ich kann hier zum Beispiel andere Sprachen hinzufügen oder einen Progress Bar hinzufügen oder auch ein Time Limit festsetzen, damit man nur eine bestimmte Zeit lang die Umfrage beantworten kann. Ich kann ein Passwort Protection hinzufügen. Ich kann eine Anti-Spam Protection hinzufügen oder kann auch dafür sorgen, dass Bots mit Google ReCAPTCHA oder G-Test Captcha versucht werden aufzuhalten. Weitere Settings gibt es hier jetzt gerade nicht. Wenn man irgendwas Grundlegendes ändern möchte, muss man das halt hier mit den Umgebungsvariablen machen. Was man hier noch machen könnte, wäre seine Domain hinzufügen. Das heißt, man müsste sich einen Reverse Proxy aussuchen, den man nutzen möchte und das Ganze über seine Domain betreiben. Wenn das Ganze fertig ist, könnte eine Umfrage so aussehen wie auf heysurvey.deploy.de/form/jwxndsb7. Hier seht ihr eine Umfrage zum Self-Hosting in 2025, an dem ihr auch jetzt momentan noch teilnehmen könnt. Und hier könnt ihr auswählen, zum Beispiel die Frage, was eure primäre Motivation ist, eure Dienste selbst zu hosten, zum Beispiel Data Control. Am Ende werden dann die Ergebnisse hier auf dieser Seite veröffentlicht und ihr könnt euch zum Beispiel angucken, welche Datenbank beliebter ist. Und hier seht ihr, Postgres ist wohl die beliebteste Datenbank vor MongoDB. Man kann hier auch auswählen, dass man nur die Ergebnisse aus Deutschland anzeigen möchte. Hier ist Postgres sogar noch beliebter. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat, eure eigenen Umfragen zu erstellen und ihr damit ein paar spannende Umfragen generieren könnt. Bei Fragen könnt ihr gerne die Kommentarfunktion benutzen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hey, A-Forms, I wanna spin up an instance of self-hosted Hey Forms with infinite form submissions. I'll be swarming your